Hut sprech ich nicht, so huge als Philosoph hinter Storbeigen Butchen, noch als Akademiker, der von der Wirklichkeit entfernt ist. Ich sprech so huge als Mitarbeiter, als jemand, der dieselben Ketten spürt, wie eicher als jemand, der dieselbe Ausbeutung gesehen, dieselben Ruf nach Gerechtigkeit gehört und denselben Traum geträumt hat. Dass ein besser Welt nicht nur möglich ist, sei ist notwendig. Wir stehen im Schatten grober Widerspruch. In einer Welt des Überflusses sind wir umgeben von Armut. In einer Welt voller Maskinen und Wunder der Industrie hungern die Hand, die sei erschaffen. Und in einer Welt der angeblichen Freiheit ist die Mei. Eit nicht frei, sei darf nur existieren, solange sei dem Kapital dient. Was also ist das Ziel des Sozialismus? Was ist das Ziel des Kommunismus? Es ist, die Mensch, heit aus dem Albtraum der Ungleichheit zu wecken. Es ist, die Mask von den lächelnden Tyrannen zu reiben, die von unserem Leid profitieren. Es ist, ein System zu schaffen, in dem kein Mensch vom Schweb eines anderen lebt, in dem die Word der Arbeit gehet wird und die Gesellschaft nicht für den Profit existiert, sondern für die Menschen. Der Sozialismus strebt nicht an, einen Herrscher durch einen anderen zu ersetzen. Will die alten Ausbeuter nicht in new Kleidung kleiden. Nein, will die Wurzeln der Unterdrückung selbst herausreiben. Strebt die Abschaffung des Privateigentums und den Productions, mit Helden nicht aus Need, sondern aus Gerechtigkeit. Denn was ist Reichtum in wenigen Händen anders als der Diebstahl des Sen? Was geschaffen haben? Wir predigen kein Wohltätigkeit, wir predigen Solidarität, wir wollen nicht an den Tyrann der Bourgeoisie betteln, wir werden ein Newshaus bauen Stein für Stein, mit unseren eigenen Händen, in dem keiner Herr und keiner Sklave ist. Kommunismus ist kein Chaos, ist kein Anordnung, ist die Neuordnung der Gesellschaft nach den Bedürfnissen aller, nicht nach der Gier weniger. Sieht ein Welt vor, in der Arbeiter nicht von seiner Arbeit entfremdet ist, in der Bauer nicht für einen Grundbesitzer Pief lagt, sondern für seinen eigenen Tisch. Es ist eine Gesellschaft, in der das Kind der Armen die gleich Zukunft hat, wie das Kind der Reichen. Wo Bildung, Gesundheit und Wohnraum kein Luxusgüter sind, sondern Reich, denn das Leben selbst ist ein Recht, kein Wehr. Ja, Genossen, der Weg ist lang. Ja, wir werden auf Widerstand stoben. Die Privilegierten werden ihr Thron nicht ohne Protest aufgeben. Aber erinnert huge Jeeds auf Unterdrückung gegen das Imperium ist gefallen. Und jede Bewegung, die aus Wahrheit geboren wird, ist gewachsen wie ein Feuer im trockenen Gras. Wir dürfen die Revolution nicht fürchten. Die Revolution ist kein Blatt, sei ist Geburt, sei ist kein End, sei ist ein Anfang, und in dieser Geburt ist die Hebamme nicht die Jewelt, es ist die Einheit der Arbeiterklasse, die Einheit der Armen, die Einheit all jener, die glauben, dass der Schweb eines Menschen heilig ist und nie wieder für Pfennig verkauft werden darf, während König Wein trinken, und die jugen, das ist nur dieser Traum. Akzeptiert die Welt nicht, wie sie ist, formt sie so, wie sie sein sollt, zerbrecht, was huge fesselt, baut, was huge befreit, und den Arbeiter in der Fabrik, und den Lehrer im Klassenzimmer, und den Bauern auf dem Feld. Ihre Arbeit baut die Welt. Solltet ihr nicht die Welt besitzen, die ihr baut, sollen sie uns radikal nennen, sollen sie uns Traumer nennen,
Doch wir sind nicht die mit der Zukunft der Menschheit spielen, das sind sie. Die Ziele des Sozialismus sind klar, sie sind einfach, sie sind edel, wir streben an das Ende der Ausbeutung, die Abschaffung der Klassenteilung, das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln. Ein demokratische Gesellschaft, in der die Macht vom Volk ausgeht, ein global Brüderlichkeit der Arbeiter über Nationen und Rassen hinweg, nicht weil wir die Reichen hassen, sondern weil wir die Gerechtigkeit lieben, nicht weil wir Reich wollen, sondern weil wir Frieden träumen, und nicht weil wir wütend sind, sondern weil wir Hoffnung haben, Hoffnung, dass eines Tages, wenn ein Kind geboren wird, sein wird nicht in Geld gemessen wird. Hoffnung, dass eines Tages der Begriff arbeitend Armut geskizzt ist und kein Realität mehr. Hoffnung, dass eines Tages die Menschheit aufrecht gehen wird, nicht gebackt durch Schulden, nicht gebrochen durch Versweiflung, sondern als gleich auf einer gemeinsamen Erde. Genossen, die Zukunft ist nicht geschrieben, sie wird geschmiedet. In den Fabriken, auf den Streben, in den Häusern derer, die sich weigern, Ungerechtigkeit als Schicksal zu akzeptieren. Lasst uns dies Zukunft gemeinsam schmieden. Arbeiter aller Länder vereinigt huge. Ihr habt nichts zu verlieren, aber ihren Ketten und ein Welt zu joinen. Der Klassenkampf bleibt der Motor des historischen Wandels. Seit Anbeginn der Geschichte ist die Menschheit in Klassen unterteilt worden, Herrscher und beherrscht, Reich und Arm, Ausbeuter und ausgebeutet. Dies Gegensätze sind nicht zufällig, sie entspringen den ökonomischen Verhältnissen, die das gesellschaftliche Leben prägen. Der Sklave stand dem Sklavenhalter gegenüber, der Leibeigen dem Feudalherren, der Proletarier dem Kapitalisten. In jeder Epoche, in jeder Gesellschaftsordnung, wo der Kampf zwischen diesen Klassen die Treibkraft für Veränderungen, für Umbruch, für Revolutionen. Es ist nicht das Genie einzelner Männer, das die Geschichte formt, nicht die Gut von Königen oder die Philosophie der Eliten, es ist der tägliche, still, oft blutige Widerstand der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker. Dieser Kampf ist nicht nur ein Kampf am Brot, sondern ein Kampf am Wort, am Selbstbestimmung, am das Recht, über das Eigenleben zu verfügen. Die Herrschenklasse versucht stets, ihre Vorherrschaft als natürlich, als gottgegeben, als juig zu präsentieren. Doch die Ausgebeuteten spüren die Ungerechtigkeit in ihrem Fleisch, in ihrem Mägen, in ihren Häusern. Und so erheben sie sich, früher oder später, gegen die Ordnung, die sie niederholt. Der Klassenkampf arbeitet sich nicht nur in offenen Revolutionen, zeigt sich auch in Streiks, in Protesten, in stillen Gesten des Ungehorsams, in Liedern, Geschichten, in der Weigerung, sich zu beugen. Jede soziale Errungenschaft, das Recht auf Bildung, auf Arbeitsschutz, auf Krankenversorgung ist nicht Geschenk, sondern Frucht dieses Kampfs. Der Kapitalismus hat die Welt grundlegend verändert, hat new Produktivkraft entfesselt, old Verhältnis zerschlagen. Aber hat auch eine neue Form der Knechtschaft erschaffen, die Lohnarbeit, in der Mensch nicht mehr als Mensch sollt, sondern als Werkzeug, als Mittel zur Profitmaximierung. Der Klassenkampf unter dem Kapitalismus ist nicht wirsch, sondern ist nur komplexer, globaler, technisierter geworden.
Die Arbeiterklasse ist nicht verschwunden, sie ist gewachsen, diverser geworden, sie trägt hut viel Geschichte. Den Fabrikarbeiter in China, die Pieflegekraft in Deutschland, den Lieferfahrer in Südamerika, den Programmierer, des Code Milliarden einbringt, aber selbst kaum überlebt. Dies Kampf sind verbunden, was in einem Land erkämpft wird in einem anderen wiedergenommen. Die Globalisierung hat nicht die Klassenabgeschaft, sie hat sie nur weiter voneinander entfernt, waren sie gleichzeitig new Möglichkeiten zur Solidarität eröffnet. Der Klassenkampf ist nicht Geschichte, ist ein sehr Gegenwart. Wer ein leugnet, verteidigt den Status quo. Wer ein erkennte, dass Veränderung möglich ist. Denn solange es Ausbeutung gibt, wird es Widerstand geben. Und dieser Widerstand, bewusst oder unbewusst, ist die wahre Kraft, die Geschichte vorantreibt, die Gesellschaften stürzt und neue Formen des Zusammenlebens hervorbringt. Nicht durch Bitten und Gebet, sondern durch Collective Action, durch das Erwachen des Klassenbewusstseins, durch die Erkenntnis, dass wir nicht ohnmächtig sind, sondern Teil eines gröberen Stroms, der über Jahrhundert hinweg die Menschheit in Richtung Befreiung getragen hat. Die Emanzipation der Arbeiterklasse muss durch die Arbeiterklasse selbst erreicht werden. Keine Befreiung ist echt, wenn sie von oben geordnet wird. Keine Gerechtigkeit ist dauerhaft, wenn sie nicht von denen erkämpft wird, die unter Ungerechtigkeit leiden. Die Geschichte zeigt dies uns klar. Jede sogenannte Reform, die von der herrschenden Klasse kommt, dient am Ende nur dazu, ihre Macht zu sichern, nicht sie aufzugeben. Deshalb kann die Befreiung der Arbeiter nicht von einem Parlament, nicht von einem Präsidenten, nicht von einem Wohltäter kommen. Sie kann nur von den Arbeitern selbst ausgehen, von ihrer bewussten Organisation, ihrem gemeinsamen Handeln, ihrer klaren Erkenntnis, dass sie die Kraft in ihren eigenen Händen tragen. Die herrschende Klasse wird niemals freiwillig die Mittel aus der Hand geben, mit denen sie unterdrückt. Sie wird niemals freiwillig auf den Profit verzichten, den sie aus der Arbeit anderer sieht. Deshalb ist jede wahre Befreiung revolutionär, weil sie bis die Machtverhältnis nicht betät, sondern bricht. Und dies revolutionäre Kraft liegt nicht in den Waffen einer Armee, sondern in der Entschlossenheit derer, die nichts zu verlieren haben als ihre Ketten. Es reicht nicht, über Ungleichheit zu klagen oder auf Reformen zu hoffen. Es braucht Bewusstsein, Klassenbewusstsein, das Wissen, dass die Interessen der Arbeiterklasse nicht mit denen der Kapitalistenklasse vereinbar sind. Es braucht den Mut, sich zu organisieren, sich zu wehren, gemeinsam aufzustehen und sich nicht länger spalten zu lassen durch Nationalität, Religion, Geschlecht oder Herkunft. Denn die Stark der Ausbeuter liegt nicht nur in ihrem Reichtum, sondern vor allem in der Spaltung der Ausgebeuteten. Deshalb ist die Solidarität unter den Arbeitern über alle Grenzen hinweg der erste Schritt zur Befreiung. Dies Solidarität darf kein Lehrparol sein. Sie muss gelebt werden in Streiks, in Räten, in Bewegungen, die nicht auf Führung von oben warten, sondern sich selbst führen. Die Arbeiterklasse ist kein hilflos Maß. Sie ist die Klasse, die alles erschafft jed Streb, jed Maßkein, jedes Produkt, jede Dienstleistung. Wenn sie steht alles. Wenn sie sich bewegt sich die Welt. Nur wenn sich die Arbeiter als Klasse begreifen, die eigene Interessen hat, und wenn sie erkennen, dass niemand und über eigenen selbst dies Interessen vertreten kann,
ist war Befreiung möglich. Nicht durch Stellvertreter, nicht durch Parteien, die sei Vergessen, sobald sei dualt sind, sondern durch den Aufbau eigener Machtstrukturen, durch demokratisch Kontrolle von Production und Verteilung, durch das Brechen der politischen und ökonomischen Vorherrschaft der Bourgeoisie. Die Emanzipation ist kein Geschenk. Sie ist ein Prozess der Selbstermächtigung. Und dieser Prozess beginnt im Kopf, wächst im Hirn und entfaltet sich in der Gemein. Semen Action. Kein Macht der Welt kann ein Klasse aufhalten, die her Ketten irrt, und hat an sich weigert, sei weiter zu tragen. Der Kapitalismus führt zwangsläufig zu Ausbeutung und Entfremdung. Dies ist kein moralisches Urteil, sondern ein objektiv Analyse der Struktur des Systems selbst. In einer kapitalistischen Ordnung steht der Profit über dem Menschen. Die Produktionsmittel befinden sich in den Händen weniger, während die grob mehr nichts besitzt als ihre eigene Arbeitskraft, die sie verkaufen muss, zu überleben. Dieser Verkauf ist kein freier Akt, sondern ein Zwang, geboren aus Notwendigkeit. Und in diesem Moment beginnt die Ausbeutung, denn der Arbeiter produziert mehr Wert, als in Form von Lohn erholt. Die Differenz zwischen dem, was erschafft, und dem, was bezahlt bekommt, ist der Mehrwert, und dieser bleibt unablässig in die Taschen des Kapitalisten. Je produktiver der Arbeiter, desto grober der Gewinn, aber nicht für einen, sondern für den, der seine Arbeit kontrolliert. Der Arbeiter bleibt arm, auch wenn harter arbeitet, während der Kapitalist reicher wird, je mehr einen antreibt. Dies Dynamik ist kein Fehler des Systems, sei ist sein Hirschschlag. Und während der Arbeiter wirkt, verliert was Tiefs und Menschliches, sein Verbein, dank zur eigenen Arbeit, zu den Dingen, die erschafft. Sieht das Produkt seiner Hand nicht als Teil seiner selbst, sondern als fremdes Objekt, das genommen wird. Wird entfremdet von seinem Werk, von seinen Mitmenschen, von sich selbst. Der Kapitalismus entfremdet den Menschen von seiner wahren Natur. Arbeit, die einst ein kreativ, gemeinschaftlich und sinnstiftend Tätigkeit war, wird zur Last, zur Pflicht, zum Überlebenskampf. Die Zeit des Lebens wird verkauft in Stunden, in Skizzen, in Akkorden. Der Mensch wird reduziert auf seine Funktion, auf seine Leistung, auf seine Produktivität. Wird zum Sonrad in einer Maske, deren Zweck fremd die ist. Dies Entfremdung geht so tief, dass sei oft nicht mehr gespürt wird, sei wird zur Normalität, zum Alltag, zur Gewohnheit. Aber in ihr liegt ein Tiefwan. Der Mensch spürt ein Leer, ein Kult, ein Isolation, selbst inmitten der Maß, inmitten des technischen Fortschritts, inmitten des Konsums. Denn der Kapitalismus bietet kein wirklich Verlangen, ne Ersatz, ne Ebengang, ne Wern, die Bedürfnis ersuchen, sei dann zu befriedigen. Doch das echt Bedürfnis nach Sinn, nach Verbindung, nach Teil, bleibt ungestelt. Die Ausbeutung ist sichtbar in den Sollen, in der Ungleichheit, im Hunger, im Reichtum der Wenigen. Aber die Entfremdung wirkt im Unsichtbaren, im Inneren, in den Beziehungen, im Bewusstsein. Solange der Kapitalismus herrscht, bleibt der Mensch gespalten in dem, was ist, und dem, was sein kann. Und dies Spaltung schreit nach Überwindung, nach einer Gesellschaft, in der Arbeit wieder menschlich ist, in der der Mensch nicht mehr Mittel zum Zweck ist, sondern Zweck an sich.
Nur dann kann wahre Freiheit beginnen, die Abschaffung des Privateigentums ist zentral für die Verwirklichung von Gleichheit. Denn im Herzen aller sozialen Ungleichheit liegt die Ungleichverteilung von Eigentum, nicht das Eigentum im Sinn persönlicher Gegenstand, nicht das Bett, der Mantel oder das Fahrrad, sondern das Eigentum an Produktionsmitteln, an Fabriken, an Land, an Maschinen, an Wohnraum, an Infrastruktur. Solange dies zentralen Mittel zur Erzugung von Reichtum in den Händen einer kleinen Minderheit verbleiben, bleibt jede Gleichheit Illusion. Der Kapitalist besitzt nicht nur ein Mehr an Reichtum, besitzt die Mittel, mit denen die Gesellschaft funktioniert und kontrolliert, damit die Bedingungen, unter denen die Mehrheit lebt und arbeitet. Dieses Eigentum verleiht Macht nicht nur ökonomisch, sondern politisch und kulturell. Wer Produktionsmittel besitzt, bestimmt, was produziert wird, why es produziert wird und wer daran teilhaben darf. Der Rest der Gesellschaft ist gezwungen, sich diesen Bedingungen zu unterwerfen oder zu handeln. Die Arbeitenden werden damit zu abhängigen Akteuren in einem Spiel, dessen Regeln sie nicht gemacht haben. Der Reichtum, den sie ersuchen, fliebt nicht eigenen zu, sondern wird angein von jenen, die das Eigentum an den Produktionsmitteln halten. Diese Lust und ersucht nicht nur wirtschaftliche Ausbeutung, sondern soziale Spaltung in Besitzer und besitzlos, in mächtig und machtlos. Solange das Privateigentums an Produktionsmitteln besteht, bleibt Gleichheit ein Lüge. Denn selbst wenn alle Menschen formell die gleichen Rechte haben, ist die Realität ein andere. Der ein besitzt Unternehmen, Immobilien, Actionportfolios, der andere besitzt nur seine Arbeitskraft und seine Zeit. Der ein lebt von Kapital, der andere lebt, zu arbeiten. Dies strukturell Ungleichheit lässt sich nicht durch individuelle Anstrengung überwinden, denn sie ist systemisch. Die Abschaffung des Privateigentums bedeutet daher nicht Enteilung im Sinn von persönlichem Verlust, sondern Befreiung im Sinn kollektiven Gewinns. Es bedeutet, dass die Mittel, durch die gesellschaftliche Reichtum geschaffen wird, nicht länger dem privaten Profit dienen, sondern dem Gemeinwohl. Es bedeutet, dass Wohnraum nicht länger Spekulationsobjekt ist, sondern Recht. Dass Bildung, Gesundheit, Mobilität, Energie und Nahrung nicht als Waren behandelt werden, sondern als Grundbedürfnis aller. Die Überwindung des Privateigentums an Produktionsmitteln auf, nicht den Weg zu einer neuen Form des Wirtschaftens geplant, demokratisch, nachhaltig und solidarisch. Eine Gesellschaft, in der niemand über anderen steht, weil niemand mehr besitzt, was andere zum Leben brauchen. Die Menschen werden frei, nicht weil sie alles gleich besitzen, sondern weil Besitz nicht länger über das Leben entscheidet. In dieser Welt sollt nicht, was man hat, sondern was man beiträgt. Und jeder kann beitragen nicht, weil muss, sondern weil will, weil die Arbeit wieder Teil des eigenen Selbst wird, Teil der Gemeinschaft, Teil des Sinns. In der Abschaffung des Privateigentums liegt nicht der Verlust, sondern der Beginn der Gerechtigkeit. Wahre Freiheit kann nicht existieren ohne wirtschaftliche Gleichheit. Solange einige Menschen in voll leben und andere in Mangel, solange die einen über Ressourcen, Zeit und Möglichkeiten verfügen, während die anderen täglich
Jubiläum kämpfen, bleibt Freiheit ein leeres Versprechen. Die Freiheit, die in kapitalistischen Gesellschaften oft beschworen wird, die Freiheit zu wollen, zu reisen, zu konsumieren, zu entscheiden, ist in Wahrheit nur das Privileg derer, die es sich leisten können. Denn was nutzt die Freiheit der Rede, wenn den Stimm von Hunger übertont wird, was nutzt das Recht auf Bildung, wenn du dir das Lernen nicht leisten kannst, was nutzt das Recht auf Mobilität, wenn den gesamte Lohn vermeiert und Brot drauf geht. Freiheit ist kein Blob abwessen, heit von Zwang, sei ist die real moglich, Kate zur Selbstbestimmung und Selbstbestimmung erfordert materiell Sicherheit. Ein Mensch, der sein entscheidet, unter dem Druck der Armut trifft, ist nicht frei. Ein Arbeiter, der gezwungen ist, jeden Job anzunehmen, seine Familie zu ernähren, lebt nicht in Freiheit, sondern in Abhängigkeit. Dies wirtschaftliche Abhängigkeit wird oft als Neidlust und dargestellt als etwas Unvermeidliches. Doch sei ist das Produkt eines Systems, das Reichtum zentralisiert, Ressourcen privatisiert und Menschen dazu zwingt, ihre Lebenszeit zu verkaufen, zu existieren. Wahre Freiheit beginnt dort, wo die Existenz gesichert ist. Sie beginnt, wenn niemand mehr Angst haben muss, krank zu werden, obdachlos zu sein, Bildung nicht bezahlen zu können. Sie entsteht in einer Gesellschaft, in der der Zugang zu den Grundlagen des Lebens nicht vom Geldbeutel abhängt, sondern als gemeinsames Recht verstanden wird. Eine Gesellschaft, in der wirtschaftliche Gleichheit nicht Gleichmacherei bedeutet, sondern die Beseitigung jener Ungleichheiten, die Menschen systematisch benachteiligen. In einem solchen System kann der Einzelne seine Fähigkeiten entfalten, seinen Leidenschaften folgen, zur Gemeinschaft beitragen, nicht aus Zwang, sondern aus Überzeugung. Die Idee, dass Freiheit und Gleichheit im Widerspruch stehen, ist ein Trugbild, geschaffen von jenen, die von der Ungleichheit profitieren, in Wahrheit bedingt die andere. Ohne wirtschaftliche Gleichheit bleibt Freiheit ein Luxusgut, beschränkt auf Gen, die Reich geboren oder durch Ausbeutung Reich geworden sind. Und je grober die wirtschaftliche Ungleichheit, desto geringer die real Freiheit der Mehrheit. Der Kapitalismus mag Freiheit versprechen, aber liefert sie nur selektiv und immer auf Kosten anderer. Ein gerechte Gesellschaft hingegen verspricht nichts, sie organisiert die Bedingungen so, dass Freiheit für alle möglich wird. Nicht als Ausnahme, sondern als Regel, nicht als Privileg, sondern als Recht. Die wirtschaftliche Gleichheit ist nicht das Ende der Freiheit, sie ist ihr Fundament. Und sie ist jede Freiheit nur Facade, ein Schatten des Sinn, was sein kann, wenn der Mensch wirklich frei wäre, sein Leben selbst zu gestalten, ohne Furcht, ohne Abhängigkeit, ohne Armut. Revolution ist nicht nur notwendig, sondern unvermeidlich für sozialen Wandel. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen, von den Sklavenaufständen der Antike über die Bauernkrieg des Mittelalters bis hin zu den revolutionären Bewegungen der Neuzeit. Überall dort, wo Ausbeutung herrscht, entsteht auch der Widerstand. Die bestehenden Verhältnisse verteidigen sich nicht durch Argument, sondern durch Macht. Und dies Macht gibt niemand freiwillig auf. Wer glaubt, man kann tiefgreifende Veränderungen durch Bitten oder Reformen erreichen, wer kennt die Natur der Herrschenden?
Denn jedes System, das auf Unterdrückung basiert, wird sein eigen Ordnung mit alle Jewels schützen, die unterdrückten Klassen haben historisch immer wieder bewiesen, dass sie zur Veränderung fähig sind. Aber dies Veränderung erfolgt nicht, wenn der Druck nachlässt, sondern wenn unerträglich wird. Revolution entsteht nicht aus Ideologie, sondern aus Notwendigkeit. Wenn Menschen nichts mehr zu verlieren haben über ihren Ketten, dann entsteht eine Kraft, die nicht mehr aufzuhalten ist. Die sozialen Widers, brach im Kapitalismus verschaffen sich von Jahr zu Jahr. Die Reichen werden reicher, die Armen soll reicher. Die Arbeitsbedingungen werden prekärer, die Mieten steigen. Die Umwelt zerfällt und der Mensch wird reduziert auf ein Wer im globalen Spiel des Profits. In einem solchen System kann es keine Gerechtigkeit geben, und ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Die Vorstellung, dass man das kapitalistische System reformieren kann, ist ein Trugschluss. Man kann nicht dauerhaft human gestalten, was auf Unmenschlichkeit basiert. Man kann nicht Gleichheit schaffen, indem man einem ungerechten System ein menschliches Gesetz gibt. Man muss es überwinden an der Wurzel. Und dies Überwind und Gess geht nicht von allein, sei brot das bewusst Handeln der Massen. Eine Revolution ist nicht Chaos, sondern Ordnung im Namen der Mehrheit. Sei ist der Moment, in dem die Gesellschaft sich selbst neu denkt, neu organisiert, neu gestaltet jenseits der Logik des Kapitals, jenseits des Privateigentums, jenseits der alten Hierarchien. Revolution bedeutet nicht nur das Ende eines alten Systems, sondern den Beginn eines neuen. Es ist der Moment, in dem die Geschichte einen Sprung macht. Nicht jeder Sprung gelingt beim ersten Versuch, nicht jede Revolution erreicht sofort ihr Ziel, aber jede Revolution öffnet Rom, die wo verschlossen werden. Die Idee, dass Menschen sich von ihrer Unterdrückung befreien können, wird durch die Revolution lebendig. Und sobald dies Idee einmal in die Welt gesetzt ist, kann sie nicht mehr ausgelöscht werden. Die Notwendigkeit der Revolution ergibt sich aus den Verhältnissen selbst. Sie ist die Antwort auf Gerechtigkeit und Ausbeutung, auf systematische Ungleichheit, auf strukturelle Duell. Sie ist kein Wohl, sondern eine Konsequenz. Und je länger man sie hinauszögert, desto brutaler wird sie ausbrechen. Denn die Geschichte hat uns gelehrt, wer Freiheit will, muss bereit sein, für sie zu kämpfen.